Heute gibt es gleich zwei positive steuerliche Meldungen aus Thailand. Endlich, das ist ja auch schon lange überfällig. Da sah es ja lange ziemlich zappenduster aus. Heute also zwei positive Meldungen und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. In den letzten Jahren ist ja Thailand hier relativ negativ aufgefallen. Wir haben ja selbst schon viele Videos auf diesem Kanal dazu gemacht. Es schien so, als wollte Thailand das neue Lieblingskind des World Economic Forum in Davos werden. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne einer Verschwörungstheorie, sondern damit meine ich nun die Agenda, die das WEF hat, also eine Globalistenagenda, der sich auch Thailand nun scheinbar verschrieben hatte. Man hat den automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS eingeführt. Zig Millionen Konten in Thailand von Ausländern wurden geschlossen, weil man hier letztlich in puncto Compliance harte Bandagen angelegt hat. Man hat dafür gesorgt, dass Auslandseinkünfte, die nach Thailand überwiesen werden, dort nun in Gänze zu versteuern sind. Und die Konsequenzen haben nicht lange auf sich warten lassen. Erstmal sind natürlich hier andere Länder in der Region hier ganz heiß geworden und versuchen nun schon seit einigen Jahren hier Thailand das Wasser abzugraben und hier wohlhabende Ausländer anzuziehen, die früher in Thailand gewohnt haben. Bestes Beispiel Malaysia. Dort hat man ja Auslandseinkünfte, die nach Malaysia überwiesen werden, bis 2036 steuerlich freigestellt. Und natürlich gibt es auch noch die Philippinen, wo ja wir selbst aktiv sind und auch selbst ein Büro haben in Davao, was schon immer sehr steuerlich attraktiv war, was weniger touristisch überlaufen ist als Thailand und viele andere Vorteile auch hat. Dort hat man jetzt auch die Bedingungen für das Rentnervisum zum Beispiel verbessert. Das alles hat dazu geführt, dass viele Ausländer, die in Thailand gelebt haben, inzwischen Thailand verlassen haben. Schau dir nur mal YouTube an, da gibt es etliche Videos zu diesem Thema. Und nun muss natürlich die thailändische Regierung zurückrudern, denn man hat nun gemerkt, dass ziemlich viel Kapital aus Thailand abgeflossen ist und der thailändischen Wirtschaft fehlt, weil das Geld eben nicht mehr in Thailand investiert wird, denn es bleibt ja nun im Ausland, denn wenn ich es investieren will in Thailand, muss ich bekanntlich Steuern bezahlen. Du kannst dich an die Regelung ja erinnern in Thailand. Früher war es so, dass wenn man die Einkünfte aus dem Ausland erst im folgenden Steuerjahr nach Thailand überbracht hat, überwiesen hat, dort verwendet hat, waren sie steuerfrei. Mittlerweile muss man das alles dort versteuern. Und was macht natürlich dann ein Thailänder oder jemand, der in Thailand wohnt und zum Beispiel jetzt hier an einer ausländischen Börse investiert, Deutschland, USA oder sonst was, der behält das Geld einfach im Ausland und bringt es nicht nach Thailand rein. Die thailändische Regierung hat also nun beschlossen, dass ausländische Einkünfte ab 2024, also ab dem diese steuerliche Änderung gilt, nun ins Land hineingebracht werden dürfen, ohne dass dort dann Steuern fällig werden. Man wünscht sich, dass hier so umgerechnet ungefähr 60 Milliarden Euro an Kapital nach Thailand zurückfließt und dort wieder in die Wirtschaft investiert wird, in Immobilien, in Unternehmen, in Assets, die in Thailand sind. Gleichzeitig hat man hier auch noch eine andere Maßnahme verkündet und diese Maßnahme ist, dass jetzt sämtliche Kryptoeinkünfte bis 2029 in Thailand steuerfrei sind. Hiermit meine ich jetzt Veräußerungserlöse auf Kryptowährungen. Allerdings ist das Ganze an Bedingungen geknüpft. Man muss hier, wie es scheint, über einen in Thailand registrierten bzw. lizenzierten Dienstleister gehen, also zum Beispiel eine Exchange, die in Thailand hier lizenziert ist, damit tatsächlich die Einkünfte steuerfrei sind aus dem Verkauf dieser Kryptoassets. Beide Maßnahmen kann man natürlich nur begrüßen. Mit beiden Maßnahmen versucht hier der thailändische Staat, den negativen Entwicklungen der letzten Jahre hier entgegenzusteuern. Und man kann nur hoffen, dass er damit Erfolg hat, denn sonst werden weiter immer weniger Personen nach Thailand umziehen und sich in Thailand niederlassen. Denn wie wir alle wissen, gibt es ja heute viele Alternativen. Vorhin hatte ich schon zwei angesprochen, nämlich Malaysia und die Philippinen. Aber natürlich gibt es auch noch viele andere Länder, die steuerlich attraktiv sind. Wir reden ja auf diesem Kanal immer wieder davon. Aber wenn du bereits in Thailand lebst, dann sollten dich diese Meldungen eigentlich ermutigen. Zunächst mal deswegen, weil es eben zwei positive News sind, die hier von der thailändischen Steuerbehörde hier verkündet wurden. Aber weil man eben auch hoffen kann, dass vielleicht
vielleicht jetzt hier Thailand sich wieder auf einen produktiveren und besseren Weg begibt, was die steuerlichen Angelegenheiten von Ausländern anbelangt und erkannt hat letztlich, dass der Weg, den man hier seit einigen Jahren eingeschlagen hat, im Grunde genommen ein Holzweg ist und letztlich vieles, was Thailand sich hier mühsam in Jahrzehnten aufgebaut hat, an Reputation, nämlich die Reputation eines verlässlichen, eines stabilen Auswanderungslandes im wunderschönen Asien hier kaputt gemacht hat. Dazu will natürlich die Regierung nichts Konkretes sagen, das ist klar, aber ich denke, diese beiden jetzt verkündeten Maßnahmen hier sind auf jeden Fall positiv. Die unbeschränkte Steuerpflicht in Thailand liegt ja nur vor, wenn du dich dort mindestens 180 Tage aufhältst. Wenn du also dort sowieso weniger Zeit verbringst, bist du sowieso nicht steuerpflichtig. Dann tangieren dich diese ganzen Maßnahmen hier nicht. Wenn du zum Beispiel das Destination Thailand Visa hast, das DTV-Visum, was ja sehr populär ist hier, gerade bei Ausländern und digitalen Nomaden, die jetzt keine Rentner sind, dann ist das Visum ja darauf ausgelegt, dass du sowieso nur 180 Tage in Thailand maximal bist. Mir ist klar, du kannst verlängern, aber im Grunde genommen ist es eben darauf ausgerichtet, dass du sowieso noch 180 Tage in Thailand bist und dann hast du ja ohnehin steuerlich nichts zu beachten. Ja? Das heißt, du musst weder eine Steuererklärung einreichen, noch musst du dich steuerlich registrieren. Das heißt also im Grunde auch die Dinge, die ich gerade eben gesagt habe, diese zwei positiven Neuerungen sind nur dann relevant, wenn du tatsächlich hier mehr als 180 Tage in Thailand dich aufhältst. Auch wenn du ein sogenanntes LTR-Visum hast, ein Long-Term Resident Visa, dann betreffen dich diese Änderungen auch nicht, denn dann sind sowieso sämtliche ausländischen Einkünfte steuerfrei und du kannst sie sowieso nach der alten Regel, das heißt im nächsten Steuerjahr dann steuerfrei nach Thailand bringen. Das heißt im Grunde genommen, das betrifft dich nur, wenn du kein LTR-Visum hast und wenn du wirklich planst, in Thailand mehr als 180 Tage pro Jahr dich aufzuhalten. Man muss ganz ehrlich sagen, für viele reichen 180 Tage in Thailand ganz klar aus. Den Rest der Zeit kann man dann möglicherweise in einem oder zwei anderen Ländern verbringen. Aber wie gesagt, wenn du in Thailand gerne mehr Zeit verbringen möchtest, dort gerne unbeschränkt steuerpflichtig sein willst, weil du vielleicht auch eine Steuerresidenz haben musst, dann hast du jetzt hier die Möglichkeit, diese beiden neuen Regelungen im Bereich Krypto und Auslandseinkünfte zu nutzen und musst dir keine steuerlichen Nachteile mehr in Thailand befürchten. Man muss natürlich sehen, ob diese Regelungen jetzt dann auch permanent eingesetzt werden oder jetzt tatsächlich es hier bei temporären Regelungen bleibt. Das wird die Zukunft zeigen. Der thailändischen Regierung ist ja bekanntlich alles zuzutrauen. Wenn das Fragen sind, die auch dich bewegen, wenn du nach Thailand auswandern willst oder nach Asien oder ansonsten einen schönen Ort der Welt, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich im Ausland zu optimieren, möglichst wenig Steuern zu zahlen, Vermögen zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.